Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht, es geht um das Update zum Thema Masdevallia-Orchideen. Und jetzt sagt ihr oder denkt ihr euch bestimmt, Mensch, der hat jedes Mal gesagt, ich bringe ein Update, wenn irgendwas passiert ist. Und ihr seht, es ist etwas passiert, denn die Masdevallia coccinea ist am Blühen. Das ist dieses wunderschöne Exemplar hier. Richtig tolle Blüte. Dann sieht man das hier mit diesem schönen Schnörkel auf der Blüte. Die ist jetzt erst seit heute Vormittag geöffnet. Das heißt, ihr seid praktisch mehr oder weniger live dabei, dass die aufgeblüht ist. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch in diesem Fall auch gleich noch die anderen Masdevalien, wie die sich entwickelt haben. Doch zunächst einmal zur Coccinea. Die hatte im Frühjahr das Problem, ich habe sie ja über den Winter am Südfenster kultiviert und irgendwann im zeitigen Frühjahr ist dann der Punkt erreicht, wo die Sonnenstrahlung so intensiv ist, dass das für das Masdevalchen hier wirklich problematisch wird, weil es einfach viel zu warm und viel zu heiß ist. Und dann hat sie angefangen, richtig gelbe Blätter zu machen. Da habe ich mir erstmal überlegt, was ist denn da falsch? Ist sie vielleicht krank oder so? Und dann kam ich noch gar nicht so drauf, weil zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr war der Himmel meist wolkenbehangen. Und an einem Tag bin ich dann ans Fenster gegangen, habe dann gemerkt, oh, ist aber irgendwie warm, das Glas fühlt sich warm an. Das könnte der Grund sein. Und ihr seht, sie macht jetzt mittlerweile sehr viele Neuaustriebe. Das heißt, sie steht jetzt am Nordfenster bei uns in der Küche. Da ist natürlich deutlich kühler als am Südfenster. Und das zeigt sie natürlich direkt mit neuem Wachstum an. Und die Blüte, die war auch schon zu erkennen, dass da eine kommen wird, und die sehen wir auch aktuell jetzt hier. Bei den anderen Masdevalien ist das so, die haben jetzt richtig an Volumen zugelegt. Hier haben wir die Masdevalia barleana. Da warte ich auch aktuell darauf, dass sie blühen wird. Ihr seht, wie viele Blätter die ausgebildet hat. Die wachsen ja alle in Colomi. Ich habe euch auch das allererste Masdevalia-Video gezeigt und ich finde, es ist eine richtig schöne Pflanze, die sich hier entwickelt hat. Die fühlt sich in Colomi richtig gut. Jetzt sieht man natürlich die Wurzeln nicht unbedingt durch das lila gefärbte Glas. Nichtsdestotrotz, die Pflanze wächst richtig gut. Richtig gut. Die nächste Masdevalia ist die Masdevalia ignea. Auch die hat sich nahezu verdoppelt und macht weiterhin fleißig neue Triebe. Das ist sogar so gut gelungen, dass ich richtig Interesse daran habe, weitere Masdevalia in Colomi anzubauen, weil der Vorteil ist, ihr seht, das sind so kleine Gefäße, entspricht ungefähr so einem 9 cm Topf. Das hat mit Sicherheit auf jeder Fensterbank irgendwo noch Platz. Ja? Und das macht richtig Spaß. Sie hat jetzt aktuell 1, 2, 3 Neutriebe und das ist schon mal richtig, richtig top. Da freue ich mich richtig, wenn dann die Blüten kommen. Die andere hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neutriebe im lilanen Glas. Und die Coccinea, dass wir die auch nicht ignorieren. 1, 2, 3, 4, 5 neue Triebe und es sind weitere am Kommen. Und das Tolle ist bei diesen Pflanzen, wenn man einen Neutrieb entdeckt hat, dann weiß man auch, dass das Wurzelwachstum direkt beginnt oder schnell einsetzen wird. Und da ist es dann dementsprechend ein gutes Zeichen, denn wo Wurzeln sind, will die Pflanze natürlich dementsprechend auch mit dem Spross groß werden. Dann haben wir hier die nächste, das ist die Masdevalia tovarensis. Die hat im zeitigen Frühjahr sogar einen Blütentrieb gemacht, den sehen wir hier noch. Der ist schon am Eintrocknen oder ist schon fast eingetrocknet, ist schon zumindest heller und bräunlicher. Die könnte man auch abschneiden, aber irgendwann wird er abgeworfen. Die hier und die hier sind die gleichen, denn damals im Video habe ich aus einer Pflanze praktisch 2 Stück gemacht. Die hier entwickelt sich auch gut, hat aktuell einen Neutrieb. Die Blüte hat sie leider abgeworfen. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie einfach zu warm gestanden ist und das mögen Masdevalien nicht. Das heißt, da war ich praktisch dann selbst schuld. Aber so ist das einfach. Dann kommen wir noch zu einer Masdevalia davisii. Das ist eine mit gelber Blüte. Auch die hat viele Blätter. Ein Blatt hat hier so einen
eine Stelle, die ist defekt. Das heißt, da kann man das Blatt allerdings noch zusätzlich schattiert wird. Das heißt, in den späten Abendstunden oder auch in den ganz, ganz frühen Morgenstunden, je nachdem wie die Sonne hier gespiegelt wird, kann es sein, dass Sie ein bisschen Licht abbekommen, aber das war es dann auch schon. So ein bisschen indirektes Sonnenlicht ist okay, aber alles andere wäre dann zu viel. So, kommen wir noch zu dem kleinen Teilstück, dass wir das nicht vergessen. Das hier macht hier einen neuen Trieb zusätzlich. Das heißt, auch das wird sich jetzt zukünftig richtig schnell entwickeln. Das war also das Update zum Thema Masdevallia-Orchideen. Hier nochmal die Coccinea, die richtig schön hier am Blühen ist. Zukünftig mit noch mehr Trieben muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht zu hell und zu warm stehen. Vor allem direktes Sonnenlicht im zeitigen Frühjahr kann sehr schnell dazu führen, dass die Pflanze sagt, hey, das gefällt mir aber nicht. Aber ihr seht, sie hat sich sehr gut erholt und blüht. Ich finde auch die Farbe wirklich super schick, hat was. Vor allem, wenn dann zukünftig mehr Blüten dran sind, wird das noch ein wahres Highlight werden. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, Kultur von Masdevallia und anderen Orchideen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.